Hey, hoi miteinander! Goni, zuerst mal. Wir sind in Maltras bei den CCCP Choppers. Ein schöner Schweden-Chopper. Voll absolute Rahmenspezialisten. Rahmen. Auf was muss man schauen? Und natürlich sehen wir noch eine richtig geile Werkstatt. Ich würde euch gerne das Ding eigentlich mal zeigen. Bringen wir es hinter uns. Wow! Es ist wunderschön, jetzt mal endlich bei dir zu sein. Wir haben uns ja eine Ausstellung mal kennengelernt. Also hinter der Theke links unten. Ja, genau. Wenn wir das anschauen und da rauf schauen, du bist schon sehr, sehr lange im Business. Ich hätte sehr gerne, wenn du mal den Leuten schnell ein bisschen erklärst, wer bist du? Ich bin der Goni. Aus der tiefen Provinz im Luzerner Hinterland. Angefangen hat die Geschichte etwa vor vielleicht 40 Jahren, wo sie immer behauptet haben, so etwas hier können wir in der Schweiz nie auf die Straße bringen. Ja. Und das ist natürlich ganz falsch gewesen, als man das behauptet hat, dass das nicht geht. Und da sind wir ja mal dahinter gehockt. Das hat ja am Schluss bald eine Viertelmillion gekostet, aber es war auf der Straße gewesen. Wir haben also einen Tippenschein gemacht, wir können hier so Zeug jetzt bauen. Also das ist ganz verreckt, das ist ganz verreckt. Das ist ein kompletter Eigenbau, Rahmen, Gabeln. Das ist keine Grundlage, nichts. Du hast ein Beigrohr und machst das daraus. An dem ist jetzt zum Beispiel das Vorderrad gekauft und eine Kupplung. Und sonst ist alles mehr oder weniger selber gemacht. Also das ist ganz verreckt. Wie du sagst, eine Viertelmillion für die ganzen Zulassungen rechnen und. Also Wahnsinn, da musst du dann gerade ein paar verkaufen, bis du schon das wieder draussen hast. Ja, also rein theoretisch, wenn du das nachrechnest, muss ich 378 Jahre alt werden. Also ich etwas daran verdienen. Okay. Ja. Aber es muss ja schaffen. Du bist die Hälfte vom Leben am Arbeiten, also muss das auch Spass machen. Ja, sehr gut. Das ist eigentlich das Wichtigste daran. Ja. 130 Stück rundum gebaut haben bis jetzt. 130 Stück, okay, ja, das ist eine Nummer. Das ist eigentlich jedes mehr oder weniger ein Einzelstück. Also ich mache nicht zweimal den gleichen. Oder also du liebst eigentlich so ein bisschen die Herausforderung, wenn einer sagt, das geht nicht, dann sagst du, hey, schau jetzt. Also die Herausforderung ist natürlich, als du auf die Idee kommst, zuerst mal eine Flasche Wodka saufen. Ja, das ist es ja. Das andere kommt ja automatisch, oder? Ja, richtig. Ja, das stimmt also auch wieder. Am Schluss geht es eigentlich um die Flasche Wodka. Ja, das stimmt. Beispiel Sternmotor ist auch genau so entstanden. Ja, also da musst du auch genug Sofa haben, so etwas machst. Ja. Das CCCP steht, also nicht Kuckurukuku Paloma, das heisst nicht. Das heisst Goni, oder? Mein Übername ist von Bernas Goni, ist der Goni. Das hat die Mutter schon, hat nicht gewusst, wie ich richtig heisse. Ich war ja schon Goni gesehen. Okay. Also heisst Goni Custom Chopper Project. Okay. Und das ist natürlich so ein bisschen zweideutig. Das ist schon die mal Geschichte in der Schule Geschichte hatten, ist das einmal ehemalige Sowjetunion. Wie heisst denn? Weißt du selber? Ja, wahrscheinlich. Ja, Remo. Jetzt, warte schnell. Oh, herrlich. Also, ich würde unheimlich gerne mal schnell ein bisschen da durchlaufen. Ja. Du zeigst ein bisschen, was machen das sonst noch? Service, Umbauten so von originalen Harleys und sonst Aufbauten von Harley, die die Anhändler nicht machen. Ja. So Gepäcksystem und so muss heben, wo man auch vielleicht ins Nordkapelle und heimkommt, ohne dass alles auseinandergeht ist. Ja, okay. Hat zwar wenig Chrom dran, aber es hebt. Ja, ist gut. Gon, ich meine, dass du ja nicht ganz sauber bist, das war relativ schnell klar gewesen, aber du hast irgendwie sehr auf... letztes Jahr an Weihnachten duschen. Das ist immerhin, hey. Natürlich etwas vom Ersten, was mir ins Auge gestochen ist. Aha, wir haben da so riesige Magnete drin. Ja, ich spüre es wieder. Geil!
Es ist einfach herrlich, so ein Raum ist einfach etwas Schönes. Am Feierabend ist einfach Ruhe, du kannst einfach anhocken, Bier rauslassen. Und ich meine, wenn noch so Zeugs auch noch dort steht, das ist einfach geil, oder? Da oben, das ist ja eine geile Sache, aber irgendwo müssen wir ja die Rahmen bauen. Ja, dann gehen wir zu den Kellerratten runter. Also, jetzt mal schauen, wie eure Kellerratten da so. Fräse, Drehbank und da eben Schutzblech und so, da machen wir auch noch selber. He? Das ist einmal Blechbearbeitung hier vorne. Ventilschleife, Echt, he? Bohrmaschine, Ganz geil, ey. Geschichte. Jetzt möchten wir halt das alles. Das alles auch noch im Haus. He? Also das ist eigentlich jetzt einmal hier von der Bude. Das wäre also noch zu haben, wenn jemand Interesse hat, an einem schönen Schwedenschopper. Ja, voll. Ah, der ist noch. Ja, ja, ist genau. Ja. Und da im Ecke hin ist er ganz still dort. Komm mal ein bisschen aus dem Ecke führen, dann sieht man dich. Oder willst du dich nicht so zeigen? Ja, ich habe nicht so Angst vor dir. Hi Marius, hi. Ja, stell dir doch mal schon vor. Ich bin der Ezio, ich arbeite seit 10 Jahren beim Goni, habe dir geile Rahmen zusammenschweißen, Neugeburten kreieren. Ja, Geil. Das ist eigentlich der Cyril vom Goni, kann man sagen. Wir haben heute das Projekt Luzi mitgenommen. Ja. Da hast du mich einmal angesprochen auf das. Ich bin sehr gespannt nachher auf, auf die Reaktion. Ja, ich habe ja euren ersten Teil gesehen, Ja. wo die zwei Jungs das ausgepackt haben in dieser Kiste, das lange 6 Teile. Ja. Oder? Und dann habe ich zugelassen, wie ihr darüber redet. Und ich dachte, auf diese Länge könnte es ein bisschen gummig werden, wo die Motorli, die kannst du das tragen und das Teil anschauen. Ja. Und dann habe ich gedacht, lasse ich dich das wissen und dann vielleicht können wir das mal genauer anschauen, Ja, wenn es richtig. danach ist. Basic an einem Rahmen ist eigentlich die Verbindung zwischen dem Steuerrohr und dem Drahtachs. Dass das zueinander im Lot drin ist. Im Idealfall hättest du ein Decksrohr durchgeht, aber der geht ja nicht, wo der Motor im Weg ist, sonst hättest du es. Ja. Genau. Und das andere ist natürlich, dass man einen gescheiten Lenkkopfwinkel hat. Aus dem heraus kann es einen gesunden Nachlauf Nachlaufen. geben. Und dann geht es darum, je nach Gabel und Drahtdurchmesser, tut man dann den richtigen Lenkkopfwinkel sich dafür entscheiden. Ja. Der Rahmen muss können statisch stehen. Die Kräfte, vor allem mit einer langen Schwedengabel, das rankt extrem Das ist dran. abartig, oder was da steht? Das ist ein extremes Drehmoment getroffen, oder? Das muss er sicher haben. Nicht nur, wenn es da steht in der Vitrine, sondern auch, wenn du mal eine fette Bodenwelle bekommst. Genau. Und das andere ist auch, es gibt noch andere Kräfte, das sind die Torsionskräfte, wenn du von vorne schaust, die Verträge. Das ist das, was sehr wahrscheinlich bei deinem Ein riesiges Problem, natürlich, ja. Dass das auch vertappt. Man hat einen Motor drin, der vibriert. Das ist wie ein Grabenstampfer eigentlich. Der möchte alles zerstören, wenn der rumschädert. Ja. Das muss alles aufgefangen werden. Ja. Im Rahmen innen. Du sagst, Vibrationen aufnehmen, die der Motor mit sich bringt. Eigentlich, dass die Materialwahl ein guter Stahl ist. Der Stahl 52 finde ich ist das Beste, für einen vibrierenden Rahmen muss drin sein. Haben wir schon mal. Ja. Check. Und es ist eigentlich immer ein Kompromiss. Ja. Einer, der Rennmaschine filigrane, die darf nichts auf den Wagen geben. Und dann fängt es mit dünnen Röhrchen an. Kannst du machen, wenn du das dünnes Röhrchen gerade hast. Ja. Von Punkt zu Punkt am kürzesten Weg führst, dann magst du etwas schlucken. Ja. Aber wenn du es vergleichst, zum Beispiel mit einem Enduro-Rahmen, wo BAM Zeug umschlägt, dann siehst du nicht viel gerade. Es sind alles ein bisschen Bögen, die ein bisschen flexibel genau, ein bisschen arbeiten, oder? Ein bisschen ausweichen. Vielleicht wollte ich 100 Jahre fahren können. Richtig. Und dann, wenn du 100 Jahre lang mit dem Motor drin vibriert, weiss nicht, ob das noch vertappt. Ja. Und, darum habe ich bei Aluminium ein bisschen Bedenken. Ja. Oder so rostfreie Sachen. So da bist du nicht so ein Fan. Der Fahrer ist ja eigentlich nur ein kleines Stück von der Geschichte von dem TÜV. Mit dem TÜV, wenn du schauen, wie überlebt er länger, oder? Also, wir haben ihn von jemandem gekauft. Und nachher fahren wir ihn, wir sind weg und der nächste kommt über. Also wir sind nur eine Area vom TÜV. Ja, im Augenblick gerade das Wichtigste. Es dreht sich nur um uns, aber es stimmt nicht. Das genau. Ist die Zeitspanne. Es lebt weiter, oder? Ja. Ich sehe, das merkt man, wenn man hier läuft, die ausgestattete Werkstatt, alles, das sind absolute Profis am Werk. Und darum bin ich natürlich auch da, weil jetzt ist der Rahmen, Luzi ist jetzt einfach mal punktet. Ich würde euch gerne das Ding eigentlich mal zeigen und mal ich würde sagen, nehmen wir deinen Patienten auf den Schragen, oder? Boah. Also gut, ich lade das mal schnell aus. Ja, ist gut. Also komm, bringen wir es hinter uns. Das ist verdammt geil.
Wow! Hey, das kommt gut. Ja, das. Oh, geil. Schau, der erste Eindruck. Ja, raus mit dem Zeug. Der erste Eindruck, sehr gut. So. Jetzt kannst du eigentlich gerade rein. Ja. Kann man belasten? Ja, es ist überall so. Ja, es ist relativ gut gepunktet. Ja, da kannst du drauf hocken. Jetzt genau. Das ist jetzt ein Nachlauf, wenn du am Lenker drehst. Ja. Wenn du oben abschaust. Genau, ich habe 90 bis 100 mm Nachlauf. Das ist super für eine schnelle Rakete. Ja. Ja, genau. Also das ist schon mal gut. Die Geometrie stimmt eigentlich zum Fahren. Vor allem durch die Länge hat er eine enorme Stabilität. 25 und 30er. 20 und 30, ja. Mal 2, Ausstahl 52. Ja. Das ist geil. Ich würde das Rohr hier in mehr Bogen nehmen, dass das Rohr hier am Lenkkopf hier unten etwa fingerdick hier anfängt. Ja. Und da musst du Kräfte aufnehmen. Ja. Und dann muss ich noch mit einem zweiten Rohr, das von hier über dem Tank durchgeht. Und optisch. Alles nur auf einen Punkt zusammenknoten, das macht mir. Nein, da oben kommt noch ein Rahmentank. Also da oben kommt noch ein Rohr, Ja, ja. da kommt der Tank rein und da oben kommt dann noch ein Rohr her, Ja, das ist das oben stützt. Also mir gefällt die Gabel nicht. Das da, das ist das Special. Am TÜV oder an dem jetzt. Wieso muss das sein? Und jetzt sind wir so verblieben, dass wir mit dürfen jetzt die Gabel auch selber bauen. Das ist gut. Oder? Auch. Und weil ich habe ihm absolut abgeraten von einer, also es ist einfach nicht nötig, eine Federgabel, und es passt nicht. Es ist einfach irgendwie, es ist einfach etwas, oder? Braucht es nicht. Und so Kurzschwingen, so filigranes Zeug. Genau, Das das ist nie gut. Jede Verbindung ist ein Zeichen, oder? jedes Gelenk Ja. ist Schlödel angesagt. Genau. Ja. Und das Dragster-mässig gefällt mir der Winkel gar nicht, wo entsteht. Und der darf Richtig. einfach wirklich Genau, schräg rüberkommen. ganz genau. Die Überlegung war natürlich NSU Quickly und die ist vom NSU Quick. Das ist, ich verstehe es, ich verstehe den Hintergedanken, aber er hat sich jetzt zum Glück lösen von dem. Getting drunk from 73. Overindulging, flashlight is free. We're on a fast ride where monkeys killing time with machines. Making love that we don't even feel. You don't even notice if it's her or it's me. Das ist Motorenhalterung. Hier bei all diesen Verbindungspunkten kommt das nachher her. Warte mal so. Und wird da oben verschweißt. Das ist gut. Weil das Ziel ist, dass du jeden Motor einzeln rausbringst. Weil es gibt 7 Motoren. Und wenn einer einen Kolbenfresser hat und das Rennen steht da, dann müssen sie einen Motor und den anderen wechseln. Quickly change. Quickly change. Ja, genau. Dann sind hier die Auspuffe, sind dann 6 Stück. Das da hinten, das gibt dann noch so. Also da kommt noch das her, oder? Jawohl. Das kommt dann da hin und stützt dann da hinten noch ab, oder? Also was so passiert, das ist völlig in Ordnung. Das ist Ja. mehr als genug. Okay. Das Einzige, was ich jetzt drin gesehen ist, wenn du Lenkimpuls machst, dann gibt es eine Torsion drin. Genau. Gegen die Torsion hast du eigentlich nichts. Die Torsion mag aufnehmen. Ich bin der Lenkkopf und das sind die Rohre. Ja. Und ich habe den Impuls, dann gibt es die Ja. Verdrehung und dann, das geht hinter bis zum Hinterachs. Ja. Wenn du kannst, nimm das grösste Lager, das du kannst nehmen und dass du den Nagel so dick 16er. wie möglich machst. Weil jetzt ist es 12, oder? Ja, das ist so, oder? Das Und das macht etwas aus, hä? macht sehr viel aus, ja, genau. Würde jetzt das etwas bringen, wenn du von daher diagonal einen machst? Nicht, oder? Die sind so nah nebeneinander. Eben, gell, das bringt nichts. Das ist dann irgendwie so drin und wir machen die Verbindungen von dem Rohr da oben daher und von da her. Ist jetzt das gedacht, um das aufzuhängen? Und unten natürlich auch. Du musst ihn unten spannen. Unten spannen und Und oben ist fix, Hang genau. drin, ja. Das Gute ist, wenn das Bauteil immer 2 Aufgaben erfüllt. Ja. Das heisst, das heben, was er muss und noch etwas zusätzlich kann mittragen. Ja. Vielleicht kannst du aus der Not eine Tugend machen und da musst du eine Verbindung haben. Kannst du da vielleicht gerade etwas noch hinhängen. Genau, also da haben wir mit 10 mm Stahl haben wir da die Verbindungen. Also, dass du nicht da grosse Flächen musst schaffen mit Blech, kannst du auch Röhrchen mit Röhrchen verbinden. Okay, Dass das lange. Ja. dass es schöne Formen hat. Ja. Einfach, dass das hier klemmbar ist und unten klemmbar ist, Ja. hast du da eigentlich da
der Windverband Ja. drin und das Problem. Also ist sparen, wir gelöst. müssen nur das Antriebskettchen von da auf die Motoren, wir können mit dem sparen und hinten machen wir es mit dem Rädchen, oder? Ja. Aber doch sagst du, wenn diese Punkte richtig stabil fix sind, dann lange. Dann hast du Also, gegen das, magst du es erst von hier an verdrehen Ja. und nicht vom Hinternagel aus. okay. Aber es ist nicht so, dass du in der Schräglage musst fahren und dann hast du eine seitliche Bodenwelle drin, das hast Ja. du nicht, da ist schon Pfeife. Ja, ja, Von dem her okay. weiter so Und- machen, das ist gut. Ja, das ist... Mir geht ein bisschen ein Stein vom Herz. Das ist dann irgendwie so, aber das... Du hast den gekauft. Mofa-Kult. Hey, super! Und der hast du gesagt, kommt dann hier hin. Genau, da kommt auf beiden Seiten kommt dort oben noch eins an. Eigentlich, Dann gehst du auf den gleichen eigentlich Punkt, bündig, ja. so wie es jetzt Und dann auch Gerade einfräsen. Genau. Und jetzt ist nachher der schwächste Punkt eigentlich das hier. Ja, Aha. das ist vielleicht eine Lösung. Aber wenn natürlich eben, wenn wir eine 16er Achse mitmachen, dann müssen die sowieso neu. Also weißt du, das ist jetzt 12, also dann mache ich die aus 10er Stahl und mit 16er Aufnahmen. Und dann kann man es ja auch wieder ein bisschen anders handeln. Ja. Ja, ist gut, der Con ist... Jetzt bin ich mal gespannt auf deine Meinung. Ja, das sind etwa 10,5. Da kommt der Tank noch her und dann von daher gibt es nochmal ein Rohr, das dann hier abschliesst. Weißt du, wo so viel leer ist? Das ist eigentlich nicht so super. Du kannst jetzt das Steuerrohr weiter aufsetzen und das mit der Gabel kompensieren, Genau. dass der Bodenfreiheit... Ich kann jetzt hier zum Beispiel mit dem noch 20 mm rauf, oder? Ja, genau. Und dann aber, dann habe ich einfach oben zu viel. Jetzt habe ich es ausgemietet. Wenn da nochmal ein 25er Rohr kommt, siehst du, dann hast du eben etwa die Mitte. Ich habe es einfach etwa in die Mitte genommen. Aber jetzt ist es gerade Ja, ich muss wahrscheinlich noch weiterführen. Der sterbende Schwan. Geil, lenken schön runter. Genau, genau. Ja, richtig. Das nicht, aber du musst schon von hinten her, kannst nur noch drücken, wenn du hinten bist. Und du musst nicht hebeln, sonst tust du dich verdrehen. Von dem her wäre gut, wenn du einfach noch drücken. Wir machen das so, kann man denken, der Lenker. Genau. Ja. Und da kannst du auf dem Tank auflegen, also weißt du, der ist etwa auf dieser Höhe. Also es sollte schon fahrbar werden. Du Ja. könntest natürlich aufrecht. Ich kann, ja richtig, ja genau. So, oh, ich bin schon drunten. Getting drunk from 73. Overindulging, flashlight is free. We're on a fast ride where monkeys killing time with machines. Making love that we don't even feel. You don't even notice if it's hot or it's me. But somewhere deep it's cutting like a knife, so you just kill it. Ja, hammermäßig. Also ich bin eigentlich sehr positiv überrascht. Ich habe gedacht, da werden wir noch ein bisschen die Hühner genagelt, aber es ist einfach gar nicht so hure letzt, der Weg, den wir da eingeschlagen haben. Ja, ich weiss gar nicht, wieso du reingekommen bist. Das ist ja ein Bar Ich weiß, ja, Nein. Deine Arbeit ist super. Weiter so, das ist vertappt. Du musst dir keine Gedanken machen. Gute Materialwahl, gute Geometrie. Geil. Das wird eine geile Sache. danke für das. Etwas gelernt. Wenn natürlich da der Magnet so nah ist das schwierig. Also, wir hocken jetzt noch schnell an die schönste Theke von Luzern, würde ich sagen. Und euch danke vielmals fürs Zuschauen. Euch natürlich danke vielmals, dass ihr euch Zeit genommen habt. Es war sehr, sehr spannend, was ihr da so reisst. Es ist abartig. Vielen Dank. Ich finde es schön, dass es so Leute gibt, die für ohne Entgelt gleich noch so lustige Sachen machen, weil es einfach Spass macht. Gleichfalls. Ja. Vielen Dank. Danke euch und bis in einer Woche. Ciao miteinander. See you. Das macht nichts.